Ohne es zu wissen, war ich eigentlich schon eine moderne Fotografin. Ich gehöre nicht zu denen, die über andere sprechen, sondern ich habe es selber zu machen. Und in einer Blitzsekunde entschied ich mich, ich lasse die akademische Karriere fallen und bleibe bei der Fotografie. Dieses Selbstporträt mit der Leica in Paris stammt aus dem Jahr 1931. Alle Entscheidungen in meinem Leben habe ich eigentlich immer gemacht. Nicht als Entscheidung, sondern wie ein Nachtwandler. Ich ging so, wo es mich hingeführt hat. Ich entschloss mich, im Jahr 1930 von Frankfurt wegzugehen nach Paris, die Zentrale der Kunst. Da war es ja, wo die Kunst hingehörte und wo ich fühlte, dass ich hingehörte. Und vom ersten Augenblick an fühlte ich die Wurzeln von meinen Füßen in das Pflaster gehen. Paris ist heute noch der Ort in der Welt, wo ich am glücklichsten, am meisten ich selber bin. Ich war im Kino in Paris, an der Place Saint-Sulpice. Und anstatt, als ich aus dem Kino kam, nach links direkt nach Hause zu gehen, bog ich nach rechts. Aus gar keinem logischen Grunde. Ich hatte das Gefühl, es zieht mich wie ein Magnet. Ich muss irgendwie anders gehen. Und ich ging und es führte mich rechts um die Ecke rum. Und ich kam in eine Straße und sah dieses Bild. Da wusste ich, dafür musste ich hierher gehen. Aus dem Jahr 1933, am 14. Juillet. Ich habe gesagt, das Foto ist ja ein Ausschnitt aus dem Leben, ein loser Ausschnitt. In dieser Weise ist es lose auf dem Hintergrund. Das sind nicht sehr viele mehr von diesen ursprünglichen Montagen, die ich habe. Das ist ein Foto von dem Straßenjahrmarkt in Paris, die ich im Jahr 1933 gemacht habe. Und zwar, das war ein Auftrag für eine Zeitschrift. Das ist was man Vintage Print nennt. Vintage Print ist ein Druck, der zur Zeit der Aufnahme gemacht wurde. Dieses Foto von einem Greta Garbo-Plakat habe ich in Paris im Jahr 1932 gemacht. Ich sah dieses Plakat und knipste es. Da kam ein Mann und sagte, was machen Sie da, um Gottes Willen, vergeuden Sie doch nicht Ihren Film. Diesen Dreck fotografiert man doch nicht. Die Leute waren noch nicht daran gewöhnt, die zerstörten Gesichter der Städte zu sehen. Aber dann wurde dieses Foto eine meiner bekanntesten und am meisten reproduzierten. Das ist aus den 30er Jahren. Ein Karussell im Park. All diese Bilder da, die ich da jetzt zeige, die ich ohne Auftrag machte, sondern einfach
inspiriert von Paris. Und sie haben immer gesagt, du bist ja verrückt. Was machst du, diese Droge? Du hast ja kein Geld, du hast ja nichts zu essen. Was machst du damit? Aber ich machte die Droge. Und es hat sich ja bewiesen, die leben heute noch, diese Droge, und sind wichtig in der Geschichte der Fotografie. Hier, da habe ich einige Fotos aufgehoben. Muss man sehen, ja. Hier ist die Foto von den 3 Männern an der Szene. Ich war immer bereit, ich hatte immer meine Kamera. Man musste momentan reagieren. Das konnte ich gar nicht. Wäre ich 2 Minuten später gekommen, wäre das alles nicht gewesen. Das war an der Rue Bonaparte. Ich sah den Mann kommen im Hintergrund. Wenn ich fotografiert hätte, wie er noch außerhalb des Bildes war, dann wäre die Komposition auseinandergefallen. Das Wichtige ist, dass ich ihn in dem Augenblick fotografiert habe, als er an dieser Stelle stand. Heute bin ich amerikanische Bürgerin. Man muss sich darum bewerben. Das dauert 5 Jahre. Und das geht alles ganz automatisch, wenn ich mich brav benommen habe und nichts vexiert habe. Da wurde ich dann einfach eingeschworen als Amerikanerin. Es war schwer, als wir ankamen, denn ich musste mich ja erst installieren und fotografieren und ich musste anfangen mit was immer sich bot. Wir hatten ja gar kein Geld, nur Schulden. Im Wesentlichen lebte ich davon, dass ich Aufnahmen machte, Porträts und Modeaufnahmen. Der Verkauf meiner fertigen Bilder war immer sehr beschränkt und hat sich jetzt eigentlich erst verbreitet. Zum Beispiel dieses Foto ist bei Christi hat morgen eine Auktion. Und diese Foto wird morgen in der Auktion, das ist die Foto, die ich 1932 in Paris auf der Ile Saint-Louis machte, wird für $7.500, was sehr Unterpreis ist. Denn es ist mindestens $10.000. Es hat sich mir offenbart, ohne dass ich gesucht habe. Und ich habe gefunden, was sich mir zeigte. Ich war eine Antenne. Ich fühlte mich als Antenne, die aufnahm, was zu mir kam, aber nicht ein Apparat, der etwas erforschen will. Wenn ich etwas erforschen will, habe ich auch immer schon etwas im Kopf, unbewusst ein bestimmtes Ziel im Kopf. Aber wenn du eine Antenne bist, dann bist du offen für das Unerwartete.